Guten Abend, liebe Zuschauer. Wir wenden uns heute einem gesellschaftlichen Phänomen zu. Sportwagen und Motorräder, die absichtlich extremen Straßenlärm verursachen und damit... Verdammte Scheiße, was sind denn das für Ficker? Ich hau dir gleich auf die Fresse! Wir wollen heute der Ursache dieses Problems auf den Grund gehen und haben dafür mit einem Betroffenen geredet. Erwin, wann haben Sie denn herausgefunden, dass mit Ihnen etwas nicht stimmt? Das war schon gleich nach der Pubertät, nach dem Fußball. In der Umkleide, diese Blicke. Ja, und dann hab ich halt einfach angefangen, die Gesellschaft hart zu nerven, indem ich mit meinem superlauten Sportwagen die Boulevards auf- und abheize. In diesen Momenten vergesse ich. Dass Sie eine arme Wurst mit kleinem Pimmel sind. Doch wie sieht es auf der gesetzlichen Seite aus? Ich habe mir einen Gesetzeshüter eingeladen. Bei mir ist Polizeisprecher Horst Kelle. Herr Kelle. Also ich sag ganz klar, abknallen. Ist aber wohl rechtlich schwierig. Nach dem Gesetz sind Fahrten mit überhöhter Lärmbelästigung nicht erlaubt. Und meine Kollegen ziehen die Boliden reihenweise aus dem Verkehr. Zudem fahren wir eine Aufklärungskampagne, die es auch Menschen mit kleinem Penis wieder ermöglichen soll, normal am Straßenverkehr teilzunehmen. Ich hab da mal was mitgebracht. Also hier, pass auf. Motiv, Mann im Supersportwagen. Slogan, bist du der Lauteste im Gewimmel, weiß jeder, du hast einen kleinen Pimmel. Deine Polizei Hamburg. Oder hier, pass auf, hier noch einer, pass auf, hier. Motiv, Mann auf Harley, Slogan, leise und bescheiden geht, auch wenn dir nur ein kurzer steht. Deine Polizei Hamburg. Gut, ne? Okay, und was kann die Gesellschaft jetzt tun? Ja, also wir prüfen gerade die Durchsetzbarkeit eines gemeinschaftsumgelegten Fonds zur Finanzierung von orthopädischen Penisprothesen für überlaute Verkehrsteilnehmer. Ich gebe nochmal ab an die Straße.